Ja, Herr Dietl, das sieht ja großartig aus. Wenn ich das richtig sehe, sind das ein Teil der Funde, die wir aus dem Kabelgraben gefunden haben. Das heißt, die 1934 schon verwühlt, aber nicht bemerkt wurden, aber auch etliche neue Funde aus dem restlichen Befund der Grabgrube. Ja, was haben wir denn hier alles für Kleinfunde gefunden und ausgesiebt? Können Sie uns das mal kurz zeigen? Ja, also im überwiegenden Teil haben wir eigentlich die Fundgattungen, die wir schon unter den Altfunden hatten, hier wieder präsent. Mit einer Ausnahme, was jetzt noch neu hinzukommt. Das sind jetzt hier diese kleinen Schneckenfunde, die mit hier ausgelegt sind. Davon haben wir 16 Neuexemplare. Das ist ja wahnsinnig klein. Die sind ja, wie groß sind Winzig, die? also 2 bis 3 Millimeter, manche sind etwas größer. Und wie heißen die Schnecken? Die gehören der Gattung Gyraulus an. Das ist eine kleine Posthörnchenschnecke, die mit einem Stück, mit einem Exemplar sogar eine Durchlochung trägt. Das heißt, wenn diese winzige Schnecke eine Durchlochung trägt, das heißt, die waren möglicherweise aufgefädelt zu einer Kette, vielleicht sogar für das kleine Kind oder das Baby. Ja, also das ist momentan jetzt unsere Annahme. Wir müssen natürlich gucken, ob sich das mit den anderen Stücken bestätigt. Aber es gibt Vergleichsfunde aus einer anderen Fundstelle. Da waren sie fast komplett durchlocht und da ist die Annahme schon sehr stark, dass sie als Kette oder Ähnliches getragen worden sind. Und Aber das zeigt doch, mit welch ungeheurer Qualität wir rechnen müssen. Nicht? Man muss sich ja vorstellen, das Organische ist weg, das Leder ist weg, irgendwelche möglichen stoffartigen Dinge sind weg, nicht? Federn haben wir nicht mehr. Aber wir finden diese wunderbaren Dinge, die uns zeigen, dass man eine außergewöhnlich perfekte Qualität hat. Das ist ja ein Phänomen, das wir bei Naturvölkern häufig haben, dass man wenig materielle Kultur hat, aber die materielle Kultur, die man hat, ist perfekt. Nicht? Und das sieht ja auch so aus bei diesen ganzen anderen Dingen. Ich sehe hier eine Menge Tierzähne. Was haben wir denn da? Ja, also wir haben hier ein paar Exemplare, so entsprechend auch der Altfunde. Wir haben hier 3 Wildschweinschneidezähne beispielsweise. Davon tragen 2 eine Durchlochung. Wir haben Rinderzähne, die wesentlich größer sind als die anderen Zähne, die wir hier sehen. Und wir haben weitere Zähne anderer Tiergattungen. Sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, werden das Hirschzähne sein zum Teil. Und auch Rehzähne noch mit darunter vertreten sein. Also eigentlich das, was wir bisher auch hatten, das deckt sich eigentlich ziemlich perfekt. Das heißt, die Zähne werden bei den Tieren entnommen und dann durchlocht oder anderweitig aufgehängt und dann möglicherweise als Schmuck getragen, auf die Kleidung genäht, was auch immer. Genau, also in vielen Fällen und zum Teil ist es sogar so, dass man unterschiedliche Gebrauchsspurenintensitäten nachweisen kann. Manche weisen sehr frische Durchlochungen auch auf, andere dagegen da hat die Durchlochung wirklich eine starke Nutzungsdauer hinter sich. Also da gibt es unterschiedliche Variationen, was die Perforation angeht und die Nutzung dieser Objekte. Also zum Teil sind sie frisch ins Grab gelangt und andere eben sehr wahrscheinlich erst nach einer langen Nutzungszeit ins Grab. Das sieht aus wie anorganisches Farbpigment, wahrscheinlich Rötel oder Hämatit oder so Genau, etwas. also auch das haben wir wieder unter den Neufunden. Unter den Altfunden hatten wir ja schon eine große Hämatitknolle. Auch hier haben wir wieder ergänzende Stücke dazu und zum Teil auch sehr kleinförmig. Und hier haben wir Teile von Schildkrötenpanzern. Genau. Auch das ergänzt sich wunderbar zu den Altfunden. Da hatten wir ja schon Panzerreste von insgesamt 3 Individuen. So wie das momentan aussieht, werden sich auch die Panzerreste hier ergänzen lassen. Also ich habe schon gesehen, Randstücke sind auch mit dabei. Wir haben ja extra jetzt als rezente Vergleichsobjekte aus dem Zentralmagazin für naturwissenschaftliche Sammlungen. Das heißt, es ist eine moderne Schildkröte, die ist vielleicht 200 Jahre alt und die ist aus den naturwissenschaftlichen Sammlungen. Genau. Und da sieht man, dass so ein Panzer in so Segmente zerfällt, archäologisch, und dass wir dann nur die Reste finden. Aber man könnte sich das ja gut vorstellen als Schale. Da kann man alles Mögliche reintun. Da kann man Getränke reintun, da kann man Farbe reintun oder was auch immer. Denn warum sollte man den sonst ins Grab nehmen? Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir strengen auch deshalb Untersuchungen an hinsichtlich Residuen, um der Sache ein bisschen auf die Spur zu geraten, wofür sie eventuell genutzt werden konnten. Es gibt auch eine andere Hypothese, die schon geäußert worden ist, dass es eventuell noch als Wasserbehältnis verwendet worden sind. Also oder als schamanische Rassel. Oder als Rassel oder Trommel. Ne? Also da steht doch noch die eine oder andere Theorie im Raum, die es zu überprüfen gilt. Ja, was haben wir denn noch? Wir sehen hier Muschelreste.
Muscheln gibt es öfters im Grab, auch bei den Altfunden. Muscheln haben wir einige. Also wir haben jetzt auch unter den Neufunden wieder jede Menge Muscheln. Insgesamt von 4 Gattungen. Das waren alles Flussmuscheln und auch hier wieder mit der perlmuttartigen Schale. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man die gereinigt hat und in der Hand hält. Und Teile davon tragen Perforationen, wobei also momentan sieht es eher danach aus, dass sie natürlicher Art angelegt worden sind. Also vielleicht Schmuck, aber vielleicht auch kleine Schälchen, vielleicht aber auch nur Speisebeigabe. Genau. Das können wir momentan noch nicht sagen. Haben wir sonst noch etwas? Ja, die Silizes, auf die möchte ich auch natürlich noch hinweisen. Silizes, also Steingeräte. Steingeräte aus Feuerstein. Und auch hier haben wir wieder diese kleinformatige Industrie, wie wir sie schon eigentlich aus dem Grab kennen. So kommt es auch aus dem Leitungsgraben. Vielfach hier auch mit Rötelanhaftungen wieder. Also ein klares Indiz, dass es also mit dem Grab assoziiert war. Und auch entsprechend der Grabfunde, der Altfunde haben wir hier also Klingen und eine klingenartige Industrie. Und als Neufund sogar auch einen kleinen Silexkern hier. Kern heißt, davon hat man dann abgeschlagen. Genau, also der Annahme ist schon berechtigt, dass man eventuell vielleicht sogar noch am Grab noch das eine oder andere Stück abgeschlagen hat. Das Ungewöhnliche ist ja, dass wir normalerweise in so einem Grab bei einer normalen Ausstattung im Mesolithikum, also zu der Zeit 7000 vor Christus, haben wir in einem toll ausgestatteten Grab vielleicht 3 Silexlinge dabei. Hier haben wir schon an die 80, das heißt, wir haben eine riesige Menge. Ein einzelner Mensch kann das gar nicht benutzen. Und da ist doch die Hypothese angebracht, und so sieht es aus, dass man sozusagen diese Geräte am Grab vielleicht sogar neu herstellte als eine Art Beigabe. Ja, also vielfach ist es wahrscheinlich so, wie es aussieht, dass diese Stücke schon an anderer Stelle hergestellt worden sind und dann als Einzelstücke ans Grab gebracht und jeder wahrscheinlich sozusagen seine Beigabe eingebracht hat. Zum Teil lässt sich das auch den verschiedenen Varietäten der Rohmaterialien zuordnen. Also wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass an bestimmten Stellen verschiedene Steinschläger tätig waren und nachher jeder so seine Objekte irgendwo im Grab verworfen hat. Das heißt, wir haben hier Ansatzpunkte, dass am Grab möglicherweise deutlich mehr Menschen zusammenkamen, als eine normale mesolithische Gruppe hat, dass also die Schamanen überregional bekannt und bedeutend waren, dass zur Bestattung vielleicht viele Menschen kamen und vielleicht sogar diese Muschel mit so einem Messer auslösten und schlürften oder was auch immer, nicht? Oder das vielleicht sogar Reste von irgendwelchen Handlungen am Grab sind auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also das Grab ist wirklich absolut außergewöhnlich, insbesondere auf der Basis der Anzahl der Steinartefakte. Europaweit gibt es kein Vergleichbares im Mesolithikum. Das ist schon sehr außergewöhnlich und obendrein natürlich noch mit einer besonderen Steinartefaktgattung, den kleinen Mikrolithen, sticht das ganz besonders hervor unter dem, was man bisher kennt. Auch hier zeigt sich bei den Neufunden, von denen wir hier nur einen Teil sehen, dass es sich bei der Schamanin von Bad Dürnberg um einen völlig exzeptionellen Fund handelt, der die Kategorien sprengt, zumindest die wir in Mitteleuropa so kennen. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass sie eine ganz besondere Person war. Ob das an ihrem Charisma liegt, dass sie eine charismatische Figur ist, auf alle Fälle war sie eine Figur, die mehr als einer Gruppe wichtig war. Sie war ein Mensch, der weit über die Region wahrscheinlich hinausstrahlte und wo offenbar, und das scheinen diese Funde in einer ersten Interpretation anzudeuten, viele, viele Menschen aus einem größeren Gebiet zusammenkamen, um dort der Schamanin das letzte Geleit zu geben. Das zeigt ja auch schon, dass sie einer der wenigen Menschen war, der in dieser Zeit überhaupt bestattet wurde und dann noch in dieser speziellen Form. Aber das werden wir im Detail noch betrachten. Die Bestattungsform, das Kind, vor allem die Frage, ob das Kind zur Schamanin gehört oder nicht zur Schamanin gehört und wie wir uns überhaupt die Umstände der Bestattung selbst vorzustellen haben. All das haben wir schon erfahren oder werden wir noch erfahren. Und ich freue mich schon auf die weiteren Ergebnisse, Herr Dietl, denn wir sind mit unseren Forschungen ja hier ganz am Anfang, versuchen aber die Menschen, die uns hier zusehen, mitzunehmen.